Wenn du deinen Handstand verbessern willst, egal ob du gerade erst anfängst oder schon die ersten Sekunden balancieren kannst, gibt es eins, was du unbedingt verstehen musst, und zwar die Midline. Hi Servus, Daru hier. Im heutigen Video geht es um die Midline. Die Midline ist die perfekte Linie in eurem Handstand. Das heißt, ihr könnt es euch vorstellen, wir fangen von den Handgelenken an und wir stapeln Gelenk über Gelenk über Gelenk. Das heißt, von den Handgelenken über die Schultern, durch die Hüfte bis hin zu gestreckten Zehen, die perfekte Linie im Handstand. Warum ist die Midline so wichtig? Die Midline beeinflusst zum einen die Balance, die Effizienz und die Kontrolle im Handstand. Wenn du eine saubere Linie in deinem Handstand hast, dann reagiert dein Körper viel, viel schneller auf kleine Korrekturen. Das heißt, du brauchst automatisch weniger Kraft, um deinen Handstand zu balancieren. Außerdem ist eine saubere Linie die Basis für weitere Shapes und Transitionen im Handstand. Um die Midline überhaupt finden zu können, brauchen wir 3 Grundvoraussetzungen. Und zwar brauchen wir ausreichend Überkopfmobilität, dann brauchen wir Scapula-Ansteuerung und wir brauchen Kontrolle über unsere Körpermitte. Die 3 Themen sind alle so umfangreich, dass es den Rahmen von diesem Video sprengen würde. Deswegen schauen wir uns das in einem anderen Video an. Auch wenn das Video als rein informatives Video gedacht war, möchte ich euch trotzdem eine Sache mitgeben, und zwar das bewusste Ansteuern der Scapula. Dafür habe ich euch eine Übung mitgebracht, und zwar die Scapula Movements. Für die Scapula Movements geht ihr einfach in den Vierfüßlerstand, platziert eure Hände ca. schulterbreit auf dem Boden und wir machen die Cat- und Cow-Position. Das heißt, wir gehen einmal komplett in die Scapula-Protraktion. Das bedeutet, wir drücken den Boden so weit weg von uns, wie wir können. Und dann gehen wir einmal in die Scapula-Retraktion und ziehen die Schulterblätter hinten zusammen. Wichtig ist dabei, dass ihr wirklich aktiv aus den Schulterblättern arbeitet und euch hier einmal so weit rausdrückt, wie ihr könnt und einmal wieder so nah zusammenzieht, wie ihr könnt. Ihr könnt noch 2 andere Bewegungen in der Scapula machen, und zwar einmal die Scapula-Elevation und die Scapula-Depression. Das gleiche könnt ihr auch im Vierfüßlerstand machen. Von der Seite sieht man es vielleicht besser. Wir versuchen einmal die Schultern bzw. die Schulterblätter Richtung Ohren zu ziehen und einmal nach unten Richtung Hüfte. Wir versuchen, dass unsere Schulter über den Handgelenken bleibt und wir schieben einmal hier runter und einmal hier nach oben. Das bewusste Ansteuern von der Scapula könnt ihr eigentlich in sehr, sehr viele Übungen mit einbauen, wie zum Beispiel dem Liegestütz, den Klimmzügen, Rudern oder was auch immer ihr für Körpergewichtsübungen macht. Wenn ihr das in eurem Training immer berücksichtigt, dass ihr die Scapula aktiv ansteuert, dann bringt es euch schon sehr, sehr viel für euren Handstand. So, nochmal zusammengefasst. Die Midline ist das Fundament für unseren Handstand. Wenn ihr die Midline gemeistert habt, dann fällt euch alles andere, was danach kommt, viel, viel einfacher. Aber macht euch nicht verrückt, wenn die Midline von Anfang an nicht perfekt ist. Das ist ein fortlaufender Prozess und man kann immer an ihr arbeiten. Das war's fürs heutige Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Sonst lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, stay balanced.